wird die Sonne mich auslöschen. The sun. The morning following my transformation. Its rays burned me. There was pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged. But it will not destroy you. Aber so unverwundbar habe ich mich bei dem Kampf da im Keller nicht gefühlt. Must I take a life to live? You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require. Since I'm the one working for you, what should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years, we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as provide healthcare. Ja, wird mich ein bisschen stressen, nur noch bei Nacht raus zu können. Where do we stand today? Oh, to be honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. What do you expect of me? What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End, the forgotten. Okay, kriegen wir hin. Also ich habe vor, bloß mal schon mal vorab, so zum Spielen, dass es so gut wie möglich ausgeht. The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe, was he a vampire? He was a Skal, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. Where do Und Digger Mania, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's soweit gut und du hattest eine tolle Woche bis jetzt. Okay, also Vampire und Skals können sich nicht leiden. Das war doch bei Blade auch irgendwie so eine Art Untervampire gab's, so die niederen. Just for clarity. What differences are there between myself and a Skal? A Skal is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires exist beyond the mortal realm. Okay, dann war das wahrscheinlich in der Leichenhalle noch gar kein richtiger Vampir, oder? Okay, ich habe jetzt mal keine Fragen mehr. Geht so, bin krank wegen einer fetten Grippe, aber ansonsten okay. Ich hoffe, dir geht's gut. Also prinzipiell geht's mir gut. Ich wünsche dir natürlich eine gute und schnelle Besserung. Das mit der Grippe kann ich nachvollziehen. Seit dem Sommer ungefähr ist bei mir eigentlich so, ja, habe ich auch irgendwie wie so eine verschleppte Grippe eigentlich dauerhaft. Seltene Spezies von Vampiren. Als Gelehrter und inniger Kenner der alten Schriften kann ich die Wichtigkeit von alten Legenden und Volkssagen nicht genug betonen, wenn es darum geht, Hinweise auf verborgenes und verlorenes Wissen zu finden. Ein verbreiteter Fehler ist nur, die bestätigten Fakten zu berücksichtigen und alles, was dem widerspricht, zu verwerfen. Zum Beispiel sollten wir nicht ausschließen, unentdeckte Vampirarten zu finden und überdenken, was wir als die Wahrheit über die verschiedenen Arten der Unsterblichen erachten, basierend auf unserem langsamen und über die Zeit zusammengetragenen Wissen. Wie viele Jahrhunderte lang haben wir geglaubt, dass Vampir nur ein regionaler Name für das sei, was wir Ekon nennen, bis 4 Entdecker der Bruderschaft in Sibirien Beweise dafür fanden, dass Vulkots eine wolfsähnliche Art von Vampir sind. Okay, krass. Betrachteten wir diese Wesen als Entsprechung des mythologischen Werwolfs. Nun wissen wir, dass dies nicht der Fall ist. Was ist mit dem Rest? Was ist mit dem Rakasha aus meinem Heimatland? Was ist mit dem chinesischen Jiangxi oder dem Heuchen im Süden Chiles? Also keine Ahnung, ob ich das
richtig ausspreche, ganz ehrlich. Und vergessen wir unser schönes Großbritannien nicht. Was ist mit den Geschichten über die fledermausartige Frau, die manchmal um die St. James Church in Louth fliegend gesichtet wurde? Was ist mit der Kreatur, die in manchen obskuren Zeugenaussagen als Desaster beschrieben wurde und die 1666 versuchte, London zu vernichten, indem sie überall die Pest verbreitete? Was ist mit dem Nimrod, der mythischen Figur des rastlosen Vampyrjägers, der manchmal von früheren britischen Ekon als legendärer Weidmann beschrieben wurde, der sich nun vom Blut seiner Opfer ernährte und unbemerkt unter Sterbliche und Unsterblichen wandeln konnte? Das sind ja wir dann eigentlich. Meine Brüder, wenn wir auch nur für ein paar Augenblicke vergessen könnten, was wir vermeintlich schon wissen, würden wir uns niemals sicher sein, was wir noch finden werden. Aus Die Enthüllung der Nacht von Usher Toltry, Primas von St. Paulus. Okay, jetzt müssen wir erstmal mit der mit der reichen Tante sprechen. Dass die auch weiterhin Geld hier reinschiebt. Wo ist denn die reiche Tante? Hier wahrscheinlich unbekannt. Mal auf, hier raus. Das sieht doch gut aus. Warte mal, ich habe doch auch noch vorhin Informationen gefunden. Das war einmal der Fiddick. Bevor wir die reiche Frau angehen. Mal auf. Und irgendwas mit den beiden Ärzten war es doch auch noch. Ekiot, genau. Hier geht nichts mehr. Persönliche Fragen geht auch nichts mehr. Dann Gerüchte über Erpressung. Have you heard about any blackmail going on in this hospital? Blackmail? Nonsense. Thank you for your time. We'll talk later. Okay, das war jetzt nicht sonderlich aufschlussreich. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reid. Can I be of any help? Ah, okay, jetzt der Streit. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Okay, sonst haben wir aktuell nichts mehr. Have you heard any talk of blackmail going on in the hospital? If you're running some official inquiry, you had better question the patients. They know more than the staff, especially old Miss Jones. Goodbye, Dr. Strickland. Okay, wie hieß denn der andere Doktor nochmal? Oh, das waren noch 2 Stück, die sich nicht sonderlich mochten. Oder das war doch der Ackroyd. So bei den ganzen Leuten und naja, Patienten und Hinweisen, muss ich ganz ehrlich sagen, kann man schon mal so ein bisschen so Überblick verlieren. War das der Ortsrivale? Ne. Da gibt's auch nichts mehr. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? I have no time for such triviality, my dear. Okay. Na, guck mal, jetzt, der ist gesund. Perfekt. Goodbye, Dr. Tibbets. Okay, jetzt quatschen wir einfach mal mit ihr. Der Frau unbekannt. The flu took
dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Der hört sich auch nicht mehr so fit an. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet Lady of Mercy. Ich weiß noch nicht, was ich von ihr halten soll. Good evening, Dr. Reid. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. Jetzt bin ich mal gespannt, wer sie My name ist. is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Okay, wir bleiben höflich. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions. Ja, Some Armer. rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Okay, wir quetschen sie jetzt erstmal aus. Wir brauchen Informationen. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Also, sie macht mal einen guten Eindruck, einen guten ersten Eindruck. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. Oh, okay. Scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Okay, dann bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Okay, was will er? What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Macht Sinn, jawohl. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht der Higgins oder Fiddix ist, weil der braucht ja Geld für seine Familie. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Okay, keine Gewalt, weil sie ein Vampir ist, aber schickt uns. Wir sind auch ein Vampir. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame.
at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Fragen wir erstmal. Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, Your Ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reid. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Okay, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Aber pass mal auf, vielleicht können wir hier doch noch ein paar Infos rausholen. Mystery closer to being solved, Dr. Reid. I think of nothing else. My situation is delicate, and it occupies all my thoughts. The blackmail must stop. I need assurance. Shit, bin eingeschlafen. Yokai, ist doch alles gut. Schlaf weiter. Is our little mystery closer to being solved, Dr. Reid? I think of Achso. Okay, wir können sie nicht weiter ausquetschen. Ist doch auch schön, wenn man hier im Stream runterfahren kann und dann dabei einschlafen kann. Finde ich auch toll. Dann trägt es ja auch schön zur Entspannung bei. Und Pummelpanda, einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Jetzt können wir mit ihr hier quatschen. Da ging ja vorher gar nichts. Royal Garden Hall Theater. Clyde Fitch präsentiert Doris Fletcher Sappho. Na dann. Können wir hier aus dem Zimmer noch was klauen? No. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reid, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reid, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Halt die Klappe, kranke alte Schachtel. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. Oh, auch Grippe? Geht aber auch gerade extrem rum. So, ich wehre mich noch fleißig gegen die Grippe. You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Dann auf jeden Fall auch gute und schnelle Besserung, Pummel. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Sie mögen Tratsch. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket.
Die ist ja freundlich. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches, greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. Ja, und was haben die Schwestern dann davon, wenn sie den Löffel abgibt? I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. Oh, I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear So, ich finde das Spiel echt klasse, also mir taugt es auch voll. hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Ich muss zwar sagen, ich komme noch nicht so ganz mit der Steuerung klar, mit Waffenwechsel und hier dem ganzen Gedöns. Und es ist echt viel Input, was auf einen hier reinprasselt. Staff might know something. Aber so im Großen und Ganzen ist echt geil. Investigation with them. So, wen fragen wir als erstes? Die Pippa. Wann ist sie denn da? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. Sonst gibt's nichts mehr? Nein. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Ja, habe ich. Not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Ich probiere es mal wieder auf die normale Art. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps the old crone alive. Okay. Also ich sehe schon, die Harriet ist sehr beliebt. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Okay, sonst können wir hier jetzt Let me get... nichts mehr rausquetschen. Bye, Nurse Hawkins. Also, ist halt echt schwer, das alles im Kopf zum Behalten, mit den ganzen Informationen und... Also, ist knackig, aber wie gesagt, es macht aber auch echt Spaß. Hier so, hat ein bisschen was von Sherlock Holmes auch. ...20 Meter. So. Lauschen. Drücke V, um deine Vampirsinne zu aktivieren. Wenn sich ein Bürger verdächtig verhält, schlägt sein Herz schneller und leuchtet, indem du ihn anschaust. Schaltest du besondere Interaktionen frei. Okay. Ist ja auch nicht schlecht. Dorothy, wo bist du? Hä? Ah, hier. Lausche ich jetzt gerade? Ah, warte. Hier. Wer ist die andere Person? Unbekannt. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. Ist das schon? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. Okay. But thank you, I guess. Wie kann die solche Empfehlungen rausgeben? Und was hat sie vor? Ja klar, wo ist sie hin? Sie ist der Vampir.
Oh, neuer Dungeon. Also den ersten Kampf, Panda, muss ich sagen, fand ich auch ziemlich knackig. Wo wir da gerade vorhin in der Apotheke gegen hier John Doe gekämpft haben. Also das war schon auch gut anspruchsvoll. Wahrscheinlich wäre es viel einfacher gegangen. Ich war natürlich wieder, keine Ahnung. Das hat sich nicht gesund angehört. Guck mal, Blutspritzer. Ich glaube, wir haben ein Opfer. Warte mal, ich mache das erstmal so. Tür aufschließen, dass wir einen Fluchtweg haben. Okay, so wie es sich anfühlt und anhört, sind wir jetzt in unserem nächsten Dungeon. Mal den killen wir so, schocken und beißen. Und jetzt so. Es geht hier ab. Ach. Hallo. Wo bin ich denn? Verdammt. Ich sehe nichts. Und die Ausdauer ist halt echt heftig in dem Game. Oh. Ich weiß halt... Oh. Also die Kämpfe, mit denen komme ich noch nicht so ganz klar. Muss ich voll und ganz zugeben. Der haut in der Gegend rum, überall, aber bloß nicht dahin, wo er hinhauen soll. Das ist alles noch ein bisschen merkwürdig. Also es ist voll gut, keine Frage. Gut, aber ich glaube, das hat jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. 2018 oder irgendwie so. So, jetzt probieren wir es nochmal. Den müssen wir doch irgendwie platt kriegen jetzt. So, komm zurück. Oh, wo kommt der jetzt auf einmal her? Oh! Das ist auch so eine Sache. Man sieht sie nicht. Hier. Ach, ich hab wieder mal keine Ausdauer mehr. Boah. Du bist jetzt down. Also irgendwie bin ich mit normalen Mobs schon leicht überfordert. Oh, guck mal, Schillinge. Nehmen wir mit. So, langsam. Oh, was war das jetzt? Jetzt schieß! Jawohl.
Jäger, einen wunderschönen guten Morgen und vielen lieben Dank für dein Raid und herzlich willkommen an alle Raider. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Ihr hattet einen tollen Assassin's Creed Mirage Stream und eine schöne Woche bis jetzt.